willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal Travel Mäuse. Wir befinden uns nun seit gestern in Vietnam, in Ho Chi Minh Stadt, was auch besser bekannt ist vielleicht als Saigon. Genau, und wir starten den Tag direkt früh um 7:30 Uhr mit einer Tour auf dem Mekong-Delta. Und da nehmen wir euch heute mit. Let's go! So, wir sind jetzt im Bus Richtung Mekong-Delta. Das Mekong-Delta ist eine Region im Süden von Vietnam, wo einer der größten Flüsse der Erde, der Mekong, durchfließt. Dort sind auch viele Dörfer, ganz viele Reisfelder, Floating Markets, also schwimmende Märkte. Und ja, da fahren wir jetzt mal hin, ne? Ach so, und Leute, wir haben diese Tour über Klook gebucht. Diese App nutzen wir eigentlich komplett in Südostasien. Das ist eigentlich vergleichbar mit Get Your Guide. Tatsächlich ist es günstiger. Und ja, wir haben einfach den Namen von der Stadt eingegeben und dann werden dir halt ganz, ganz viele Touren angezeigt. Und wir haben jetzt diese Tour hier gestern gebucht und wir haben, glaube ich, 18 Euro pro Person um und bei gezahlt. Und draußen wurde das angeboten so für 25 bis 30 Euro und auf Get Your Guide genau das gleiche. Also ja, lohnt sich auf jeden Fall zu vergleichen. Ja, da haben wir das her, ne? Klook. Leute, kleiner Fun Fact. Gestern sind wir hier angekommen und dann sind wir so spazieren gegangen durch die Straßen und dann haut Selena einfach ihr vietnamesisches Hallo raus. Xin chào. Xin chào. Das sie schon seit Jahren kann. Ich war, ja, speechless. Ich war speechless, ja, sprachlos, kann man so sagen. Woher sie das schon wieder kann. Tja, das weiß kein Mensch. Meine heimlichen Talente, Freunde, ne? Sie ist eigentlich halb Vietnamesin. In diesem Sinne, Xin Chào und Tham Viet. Tham Viet. Full of venom. I'm full of venom in Sorry, can I take a picture? Okay. Sorry. Excuse me. Oh, finished ready? Einfach Schlangen rein. Schmeckt nicht? Stark! Nie gut. Scharf! My friend, moving here, moving, my friend.
Florence? 2 person together. Yeah, man. Go ahead. Yeah, man. Gib mir deine Tasche. 2 person. Hello, 2 person together. Two? No, Yeah, 2 not me. person. I'm making. Okay. 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 Oh nee. Der Korb. Der Korb. No, no bite. See, no bite. No bite. No venom. You try. No poison. 1, 2, 3. Nice. Binakasama din. Oh no. Thank you. Japan. Tama, Bini. Wir sind jetzt auf einem Indoor-Market, der heißt Bentang Market. Hier gibt es so allerlei Sachen zu kaufen und essen, alles was das Herz begehrt. Wir essen jetzt auch erstmal eine Kleinigkeit und dann stöbern wir nochmal durch die Gänge. So Freunde, wir haben jetzt hier das beliebte vietnamesische Brötchen, Banh Mi, Barbecue Chicken und Jing probiert das jetzt mal. First time. Ist gut? Mhm. Ja? Freunde, wir sind jetzt bei unserer nächsten Sehenswürdigkeit angekommen und zwar ist das die Tan Dinh-Kirche, auch besser bekannt als Pink Church. Das ist nämlich die Besonderheit bei dieser Kirche, denn sie ist pink. Genau, das ist eine römisch-katholische Kirche hier in Ho Chi Minh City und die schauen wir uns jetzt mal an. Freunde, wir haben gestern Saigon verlassen und sind nach Da Nang geflogen. Das ist weiter nördlich in Vietnam. Und jetzt fahren wir zu einer beliebten Sehenswürdigkeit, den Bana Hills. Das ist eine Brücke in den Gebirgen. Mit unserem Taxifahrer, der fährt uns dahin und wartet dort und fährt uns auch wieder zurück. Und ja, wir hoffen, das Wetter wird etwas besser, weil aktuell regnet es leider ein wenig. Leute, wir kommen unserem Taxifahrer gar nicht hinterher. Er rennt und rennt. Also er hat es eigentlich. Er bringt uns einfach direkt dahin. Aber schau mal bitte, wie das hier aussieht. Sieht einfach aus wie in so einem Freizeitpark. Wow. So, how much? Freunde, wir dachten, wir gehen einfach nur auf so eine Brücke mit Händen und irgendwie ist da noch mehr included. Das ist wie so ein richtiger Freizeitpark. Wir können nicht mehr zum Totlachen. Ja, und jetzt liest sie sich gerade die Karte auf Chinesisch durch. Ja, ich kann das ja. Weißt du doch. Okay. Schauen wir mal.
Auf geht's zu Banner Hills. Sun World Banner Hills. Let's go. Wir dachten, wir besuchen nur eine Brücke, aber nein. Daraus stellt sich heraus, wir sind gleich irgendwo oben auf den Bergen und fahren vielleicht sogar Achterbahn und gucken uns Shows an, haben ein Dinnerbuffet. Ich komme nicht mehr drauf klar. Wir müssen um 21:30 Uhr den Bus aber nehmen. Ach, scheiße. Naja. Schaffen wir schon. Das ist es. Alter, und das machen wir jetzt alles? Ja. Ich komme nicht drauf. Na, einfach der größte Fail. Okay, let's go. Leute, warum machen wir eigentlich immer so eine Scheiße? Ich meine, guckt uns an, ne? Das Style, das ist es für mich. Die Freizeitparkmusik, die hier überläuft, das ist es für mich. Und dann, wir sind auf der Brücke angekommen, aber man sieht sie nicht, weil einfach... Es ist überall richtig nebelig. Und Leute, es ist arschkalt. Ich gucke gerade so auf die Temperatur, 23 Grad. Nee, das ist falsch. Das ist falsch, oder? Es sind locker nur 13 Grad und Wind. Boah, ich habe Gänsehaut. Aber das ist hier schon wieder alles zu wild. Wir machen mal wieder nur Mist. Wie immer. Selena und Jenin on Tour. Willkommen, wir machen bei Scheiße mit. Scheiße ist mein Hobby. Es ist die Klarheit für mich. Ich habe noch nie etwas so klar gesehen. No Drone Zone. Naja, wie gut, dass wir unsere Drohne noch in Deutschland haben. Guckt euch mal diese krasse Aussicht an. Happy, weil wir haben die Brücke gesehen und die Aussicht genossen. Oh geil, Autoscooter. Ey, wo sind wir? Sind wir hier auf dem Rummel oder was? Oh mein Gott, ich raste richtig aus. Könnte auch irgendwie so ein moderner Lost Place sein, weil hier ist weit und breit kein Mensch. Für die Ruhe. Hier ist nichts, Leute. Hallo. Wir haben auch irgendwie noch so ein Buffet inklusive im Bierplaza. Warum sind Deutsche wieder da untergebracht, ne? Wir trinken nicht mal Bier. Naja, wir gehen da jetzt rein und lassen uns das jetzt gut gehen. Genau, und dann war es das hier auch schon wieder, ne? Wir werden uns jetzt erstmal aufwärmen ein bisschen, denn es ist kalt.
zurück auf dem Boden der Tatsachen. War auf jeden Fall wieder ein witziger Tag. Allgemein hatten wir echt erste coole Eindrücke aus Vietnam. Also Saigon war richtig cool, hat richtig Spaß gemacht. Vor allem die Mekong Delta Tour mit der Flussfahrt war einfach richtig idyllisch, hat richtig Spaß gemacht. Und ja, heute, also in Da Nang konnten wir jetzt nicht so viel sehen aufgrund des Wetters, aber hatten umso mehr Spaß aufgrund des Wetters. Gerade weil wir eigentlich eine ganz andere Vorstellung von heute hatten und wir dann irgendwie in so einem Freizeitpark gelandet sind, aber wo wir nur eine Brücke besichtigen wollten. Ja, so sieht Reisen aus, ne? Man weiß nie, was in der nächsten Situation passiert. Auf jeden Fall Schock Vietnam. Wir haben Bock. Angekommen in Hoi An geht es auch direkt wieder aufs Boot. Wir lieben einfach Bootfahren. Hier ist nämlich was ganz Besonderes. Das ist ganz beliebt hier. Das nennt sich Coconut Boat. Also übersetzt Kokosnussboot. Und ich zeige euch mal, wie das hier gerade aussieht. Wir gehen da jetzt erstmal hin zum Steg und dann lassen wir uns mal überraschen, was sie da mit uns veranstalten, ne? Da freue ich mich ja, ne? Das war übrigens Jenins Idee. Die hat darauf die ganze Zeit gewartet. So, wir sind wieder auf unserem Boot. Hier geht's richtig ab. Ach du Scheiße. Das nenne ich mal einen Job, Leute. Hammer. Hey! Okay, Foto! Woo! Nice! Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Okay. Okay. Diesen Stil. Ah, okay. Yeah, good. Wow. Oh, good. That's hard. Not easy. Na, wir drehen uns jetzt. Ich mach drehen mal weiter. Wow. Oh, yeah. Freunde, wir sind wieder zurück von der Coconut Boat Tour und es war so witzig. Wir haben uns totgelacht. Um 10 Uhr auf der Bootsparty im Coconut Bad. Ging Ne? richtig ab. Jetzt fahren wir gleich mit einem Free Shuttle vom Hotel in die Altstadt. Hostel. Und dann schauen wir uns die Altstadt ein bisschen an. Wir fahren jetzt mit dem Golfkart in die City. So, da sind wir auch, ne? Im City Center. Ohne Plan. Nein, wir gucken jetzt einfach mal. Wir laufen ein bisschen hier rum, gehen ein bisschen spazieren und schauen uns die Stadt mal an, ne?
Ein Reptil. Der ist einfach fliegen. Wer? Hi! Ja! Was ist denn los? Nein! Fesche Frisur. Oh, flauschig. Wir machen jetzt eine kurze Mittagspause. So, wir sind jetzt noch mal kurz an den Strand gegangen, der hier direkt beim Hotel ist. So sieht es aus hier. Hier kannst du alles kaufen, was du willst. No, thank you. Na, wie gesagt, das Wasser ist schön, aber am Strand ist leider richtig viel Müll. Nichtsdestotrotz verbringen wir jetzt noch ein paar Stunden am Strand, bevor es dann mit dem Nachtbus weitergeht in die nächste Stadt. Peace out! So, Friends, wir sind jetzt weg vom Strand und zurück im Travel Mode. Wir reisen auch wieder ab von Hoi An, denn es geht weiter in den Süden nach Nha Trang und das über Nacht, denn wir fahren 12 Stunden mit einem Reisebus, VIP aber, und da sind wir jetzt sehr gespannt. Da gucken wir uns das gleich mal ganz genau an, wie important dieser Bus ist für uns, na? Nein, wir hoffen, dass wir es überleben. Ja, wir sind jetzt schon in diesem Travel Office hier angekommen. Und da draußen wird einfach gefeiert, sag ich mal. Da wird das Leben gelebt. Der hier arbeitet, hat auch schon eine komplette Bierfarbe. Aber er war ja, da. Er hat uns geholfen. Er hat uns auch erwartet. Er hatte schon Ja. den Schein in der Hand mit unserem Namen. Ja, mal gucken, wie der Bus jetzt von innen aussieht. Ich bin gespannt. Und hier ist der Bus. Wuhu! Und ab in Beutel. Thank you. Freunde, wir sind jetzt im Nachtbus und guckt euch diesen Shit mal an. Ich komm mal zu dir hochgefahren. Ja, das dauert aber. Hier sind immer so zwei Kabinen übereinander. Und ja, du hast halt so einen verstellbaren Sitz. Richtig fancy. Ja, richtig geil. Dann hast du eine Wasserflasche. Mit richtig viel Wasser. Dann hast du USB-Anschluss und Ich zeig euch das mal hier. Zack, zack. Okay, sieht man nicht. Hier kannst du den Sitz verstellen. Was haben wir noch? Was kriegst haben du wir eine noch? Decke, Eine Decke, Kissen. Vorhang, der nicht mehr aufgeht. So. Ein Fernseher, der irgendwie nicht angeht. Oder wir haben WLAN, ganz wichtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ist das passiert. Ey Leute, aber es ist echt cool so, weil es ist richtig bequem, richtig gemütlich und ich glaube, wir werden die 12 Stunden hier richtig schnell rumbekommen. Also bis jetzt top. Und das Ganze hat 32 € pro Person gekostet. Ciao! Guten Morgen, Freunde aus Nha Trang. Wir sind gut und heile angekommen mit dem Nachtbus. Ich muss sagen, es war eigentlich ziemlich entspannt, bis auf die ganzen Huppel auf der Straße. Also wer geräuscheempfindlich ist, vielleicht ist es nicht dann das Richtige. Aber ich glaube, in Oropax geht das dann trotzdem. Wie fandest du es? Sie hat ein bisschen schlecht geträumt, die arme Maus. Ja, durch die wilde Fahrt habe ich ein bisschen komisch geträumt, aber war bequem auf jeden Fall, dieses Bett. Das ist schön. Ja, sie hat ein bisschen geträumt, dass der Busfahrer von uns besoffen war und Unfall und sowas. Naja, zum Glück ist nichts passiert und genau, wir sind jetzt schon im Taxi auf dem Weg direkt zu unserer Unterkunft
Und dann zeigen wir euch unsere Unterkunft. Wir frühstücken jetzt erstmal was. Es ist erst 8 Uhr, wir können leider erst später einchecken. Und es gibt... Eigentlich haben wir Banh Mi bestellt, aber jetzt gibt es so ein Frühstückchen hier. Mit Ei und Würstchen und so eine Fleischboulette. Ja. Fleischboulette. Keine Ahnung. Ich habe was ganz anderes bestellt. Der hat es eh nicht verstanden. Guten Appetit! So, meine Lieben, dadurch, dass wir ja erst um 14 Uhr einchecken können, haben wir jetzt beschlossen, hier erstmal in unserem Hotelpool zu chillen. Ja, wir haben hier einen Pool auf dem Dach. Ich zeige euch gleich die Aussicht. Noch ein paar Side-Informationen. Und zwar haben wir dieses Hotel online gefunden für gerade mal 4 Euro pro Person pro Nacht. Davor haben wir in Dorms geschlafen, also in Schlafsälen, und haben halt zwischen 2 und 8 Euro bezahlt. Und jetzt einfach für 4 Euro pro Person in einem Hotel, in einem Privatzimmer mit dem hier. Wie krank ist das bitte? Wir sind direkt am Strand, haben diesen Rooftop-Pool. Einfach wunderschön und das einfach für 4 Euro. Das ist eigentlich gar nicht zu glauben, oder? Ja, jetzt werden wir erstmal hier so ein bisschen die Zeit überbrücken, uns ein bisschen sonnen, ein bisschen das YouTube-Video für Sonntag ready machen und ja, ich glaube, es ist ein guter Plan. Ihr wisst gar nicht, wie lange wir nicht mehr in der Sonne einfach gelegen haben. Wir haben schon das Gefühl, wir sind wieder weiß. Deswegen ja, wir freuen uns einfach mal ein bisschen chillen zu können, dass das Wetter auch mal mitspielt und einfach mal blauer Himmel ist. Aber Leute, wie schön. Das gibt mir richtige Dubai-Vibes. Toll. So, wir durften jetzt endlich unser Zimmer beziehen. Es ist die 502. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ja, bitte. Hallo. Willkommen. Guten Tag. Einmal richtig geile 2 Betten. Wir sind zwar nur zu zweit und das ist ein Doppelbett, aber egal. Ja, überlegt mal, man kann dann einfach für den Preis zu dritt hier wohnen. Das ist heftig. 4 Euro pro Nacht. Pro Person. Korrekt. Der Ausblick auf eine Dusche nebenan. Fernsehspiegel, Schrank und das Bad. Richtig cool. Ey, wirklich der Oberknüller, Leute. Ja. Wir schreiben euch das Hotel hier hin und auch nochmal in der Beschreibung, ne? Damit ihr auch hier eine wunderschöne Zeit haben könnt. Achso, und natürlich 2 wunderschöne Bilder fürs Ambiente. Ambiente. Ach ja, übrigens, Leute, wir haben irgendwie immer so 2 Zahlen, die uns schon die ganze Reise verfolgen. Und das ist einmal die 5. Und auch jetzt sind wir wieder in einem Zimmer mit der Zahl 5. Und die 7. Und die 7. Immer. Wir verfolgen uns einfach. Habt ihr sowas wie Glückszahlen? Kennt ihr sowas? Also wenn uns jemand fragt, was unsere Glückszahlen sind, sagen wir immer 5 und 7, weil wir haben irgendwie immer einen Raum damit. Wir haben irgendwie eine Nummer bekommen beim Warten irgendwo. Dann vorgestern hier hatten wir so Dorms, also so Einzelhochbetten. Und bei den Hochbetten waren immer diese 2 Zahlen mit drin. Und das haben wir richtig oft, auch bei Essensbestellungen und sowas, immer wieder. Also wenn es bei euch auch so ist, schreibt es in die Kommentare. So, Freunde, wir haben es endlich rausgeschafft. Wir gehen jetzt zum Beach, der ja direkt nebenan ist, glücklicherweise. Und da sind schon wieder so süße Hundis. Oh, ich fasse es nicht. Also, Vietnam, ihr habt echt die süßesten Hunde. Ja, wirklich. Wobei das auch so ein bisschen Widerspruch ist, ne? Weil wir haben so ein bisschen was gelesen, dass es in der gehobenen Klasse
auch Hundefleisch zu essen gibt. Also, ja, weiß ich jetzt nicht. Also, naja, wir gehen jetzt zum Strand. Kurzes Zwischenfazit schon. Also Vietnam überrascht uns beide sehr, also sehr im Positiven. Es ist krass schön hier. Ich hätte niemals gedacht, dass wir irgendwann mal in Vietnam irgendwo am Strand liegen und diese Aussicht genießen dürfen. Es ist wirklich wunderschön. Es ist wirklich, wow. So Freunde, wir haben uns kurz gestärkt und haben was kurz gegessen und jetzt sind wir im Massagesalon. Und wir haben jetzt hier so Ginger-Tee, also Ingwer-Tee mit Ingwerstücken bekommen. Richtig cool. Und jetzt gibt es gleich eine schöne Fußmassage, 1 Stunde für 5 €. Das wird gegönnt. So meine Lieben, wir sind wieder zurück von der Massage. Die war wieder Choc-Güzel. Auf jeden Fall wollen wir heute ein bisschen früher schlafen gehen als sonst so, ne? Weil wir sind schon ziemliche Nachteulen. Wir versuchen heute mal vor Mitternacht pennen zu gehen, weil wir morgen früh aufstehen wollen. Denn es gibt hier einen Vergnügungspark auf einer Insel, die hier praktisch gegenüber ist. Und soll wohl ganz cool sein, so ein bisschen wie Disneyland. Und da haben wir uns schon Tickets geholt. Allerdings werdet ihr das nicht in diesem Vlog sehen, weil ich glaube, dieser Vergnügungspark hat einfach mal ein eigenes Video verdient. Schaut deswegen einfach mal im nächsten Video vorbei. Und genau, da werden wir morgen hin und den Spaß unseres Lebens hoffentlich haben. Wir sind auf jeden Fall richtig excited. Jing, hast du Bock? Ja. Oh, was war das? Wir am Arbeiten. Okay. Okay, Freunde, bis dann! Ja, grüßt euch doch erstmal. Hallo aus dem nächsten Schlafbus. Wir waren ja gestern im Freizeitpark und es war richtig cool. Dazu gibt es aber nochmal ein eigenes Video. Und wir sind jetzt wieder auf dem Weg zur nächsten Stadt und zwar fahren wir nach Dalat und das wieder in einem Schlafbus. Wir fahren zwar nur 4 Stunden, aber wir sind trotzdem in diesem Bus hier. Der ist aber ein bisschen kleiner als beim letzten Mal, also es ist wirklich richtig eng. Aber für 4 Stunden wird das schon gehen. Bis dann! So Freunde, wir sind jetzt im Hostel angekommen. Das ist übrigens das Family Hostel in Dalat. Das hat Selena auf Hostelworld gefunden für 1 € irgendwas pro Nacht. Und ja, ich glaub's nicht. Hier wirst du familiär begrüßt. Wir wurden mit einer Umarmung begrüßt. Richtig süß. Und Willkommensgetränke. Ich kann das schon wieder alles nicht fassen. Ich bin im falschen Film. Aber richtig nett. Muss ich schon sagen. So herzlich wurde ich noch nie in einem Hostel begrüßt. Wo bringt er uns hin? Ich finde das Zimmer nie wieder. Er hat zum Glück meinen Rucksack. Da ist es. Mary Chrysler. Juhu. Ja, Freunde, wie Jenin gerade schon eben erzählt hat, sind wir ja im Family Hostel und es ist hier wirklich Family. Erstmal 1,10 € pro Nacht. Das ist wirklich die günstigste Unterkunft, die wir bis jetzt bezogen haben. Dann, ja, wir sind halt in einem Schlafsaal, ist klar, aber ich meine, wir haben schon in Goa in Schlafsälen mit 16 Leuten gepennt. Dann ist ein 10-Bettzimmer ein Klacks für uns, ne? Auf jeden Fall, guckt mal bitte, was es noch gibt. Ein Pool, da ist noch ein Gym. Und die Maus, die uns so herzlich begrüßt hat, die ist nämlich auch die Empfangsdame an der Rezeption und die hat auch direkt erzählt, wir können heute Abend 18 Uhr beim Family Dinner dran teilnehmen. Danach gibt es Cocktails zum Preis, kriegst 2 Cocktails zum Preis von einem und danach gibt es noch einen kostenlosen Shuttle zur beliebtesten Bar hier in der Stadt, die wir uns eh schon vorher rausgesucht haben, wo wir eigentlich heute Abend eh hin wollten. Wir können uns hier gleich einen Roller mieten, also
Da gibt es so coole Touren. Also ich bin gespannt. Ich glaube, die nächsten 2 Tage werden hier echt gerockt. So, Freunde, hier wartet schon unser Scooter auf uns. Ich warte noch kurz auf jeden, dass sie den Führerschein von mir mitbringt, weil die Leute fragen hier einfach nie nach Ausweis, sondern nach Führerschein. Ne? Aber wir wurden ja in Indien zweimal von der Polizei kontrolliert. Deswegen sicher ist sicher. Ich habe keinen Bock, irgendwas zu bezahlen, was ich eigentlich besitze. Genau, und dann fahren wir zum Night Market, um dann endlich was zu essen. So Leute, wir haben uns jetzt flott mal einen Roller gemietet und fahren jetzt zum Night Market. Und wir haben tatsächlich Jacken an, weil es ist schon ziemlich frisch hier. Da kommt sie. Hammer. Moin, grüß dich doch erstmal. Mach mal Licht an. Habe ich kein Licht an? Nee, irgendwie nicht. Das war die Hupe. Ja? Jetzt. Ja, grüß dich doch erstmal. Sind Sie bereit? Ich bin Ihr Easy Rider für heute Ja, Abend. danke schön. Ne? Den brauche ich auch. Der erste Kreisverkehr. Wir sind da. Und wie war die erste Fahrt? Gefällt mir sehr gut. Es ist die Energie aus Indien. Es ist wieder Hupen erlaubt. Es gibt wieder mehr Action. Nicht mehr so langweilig wie in Thailand. Lieben wir. Oh, das ist doch was für dich. Komm her. Stitch. Oh mein Gott. Der kann dann seine Dings hier aufmachen, ne? Hier. Ja, Freunde, hier ist der Winter ausgebrochen. Überall Winterjacken und Schals. Aber wir haben ein Jahr Sommer. Das passt irgendwie nicht. Aber schöne Sachen, also Aber es gibt einen Vorteil daran. Dann kaufen wir wenigstens nichts. stimmt. Wintersachen, aber Erdbeeren zum Verkauf. Das ist es für mich. Wir haben uns jetzt auch erstmal einen kleinen Snack geholt. Einmal Erdbeeren für 20.000 Dong. Das ist weniger als 1 Euro. Habt ihr schon mal so eine große Avocado gesehen? Oh mein Gott. So big. So, wir sind jetzt einmal über den Markt gelaufen, haben einmal Erdbeeren und ein paar Spieße gesnackt. Hier ist leider nicht so die große Auswahl wie zum Beispiel in Thailand. War aber trotzdem sehr cool. Aber hier gibt es trotzdem alles an Klamotten, Schuhen, Essen und so weiter. Und ja, es ist ein bisschen frischer jetzt. Wir haben es nur noch 17 Grad. Zum Glück haben wir Jacken dabei. Und jetzt fahren wir zurück ins Hostel. Guten Morgen aus Dalat. Ich wollte fast Natrang sagen. Auf jeden Fall, ja, wir sind ja gestern, nachdem wir auf dem Night Market waren, nach Hause gefahren. Und dann haben wir ein bisschen im Hostel mit den Leuten gequatscht und sind dann später schlafen gegangen. Also ist nichts mehr Besonderes passiert. Jetzt sind wir schon wieder unterwegs. Wir sind jetzt ungefähr 7 Minuten mit dem Roller gefahren, also nicht weit weg vom Hostel, zu einer Attraktion hier in der Stadt. Das ist das Crazy House. Ja, so wie es schon heißt, Crazy House, das ist ein verrücktes Haus. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Vorher holen wir uns aber noch mal ein paar Früchte zum Frühstück. Wir haben jetzt erstmal noch nichts zu essen gefunden, weil das Obst, was da jetzt war, hatten wir jetzt nicht so Bock drauf, ne? Deswegen gibt es jetzt erstmal Tee und ein Käffchen. Jo. Jo, heißt übrigens Prost auf Vietnamesisch. Jo.
So, wir haben uns jetzt nochmal flott umgezogen, denn wir waren eben noch im Beach Look, weil wir später zum Waterfall noch fahren. Und jetzt einmal ein bisschen gediegener, sag ich mal. Und jetzt gucken wir uns das Crazy House an. So, wir waren jetzt im Crazy House und es war wirklich crazy. Und Man kann da einfach sogar übernachten und die Old Lady, die das damals bauen lassen hat, lebt einfach immer noch, ist jetzt 84 und lebt auch dort. Wir haben sie leider nicht getroffen, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen. Würdet ihr gerne so ein Haus haben, wo jeder aus aller Welt vorbeikommen würde, um sich das anzuschauen? Also ich glaube, ich hätte darauf nicht so Bock. Du? nee, ich auch nicht. Aber es war mega cool. Ja. Die ganzen Treppen und keine Ahnung, diese Architektur ist einfach richtig lustig gewesen. Ich frage mich, wie viel das alles gekostet hat. Mhm. Ja, solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen, wenn ihr hier seid, wenn ihr Bock darauf habt. 60.000 pro Person. Genau. Und jetzt fahren wir weiter zum Elephant Waterfall. Bis gleich! So Freunde, wir haben jetzt den Elephant Waterfall gefunden, was nicht so einfach war, weil Google Maps führt einen irgendwie manchmal in die Irre. Bisschen Sonnenbrand? Oh Gott. Das sieht so... Bisschen, ja. Mensch. Ich habe das erste Mal... Ich sehe so richtig... Ich sehe wie Mr. Krabs aus. Nee, Hab ich das echt ist einen in Sonnenbrand? echt ist es nicht so doll, aber Oh mein Gott. ja. Ist das aber Sonnenbrand oder Bräune? Ja, das wird weiß, wenn du drauf drückst. Oh mein Gott, ich hatte noch nie einen Sonnenbrand. Scheiße. So, mit Sonnenbrand und trotzdem guter Laune. Oh. Geht's jetzt zum Elephant Waterfall! Ja, wir stehen jetzt vor unserem nächsten Problem. Ich zeig's euch mal. Der Zaun. Ich glaube, du musst so flach durch. Wie durch? Wie? Dass du dich, Ja, da bin ich. Guten Tag. So, hä, wie ist der denn da durchgegangen? Von hinten nach vorne, so, weißt du? Von hinten nach vorne. So, Freunde, ich bin durch. Ich stehe auf der richtigen Seite. Jeni noch nicht. Wir haben übrigens noch 1% Akku. Ich fühle mich wie so ein Zauberer. Tada! Da hast du dein Kletterparcours. Gott! So, und jetzt ich. Irgendwie. Das Wasser ist kalt. So. Leute, jetzt haltet euch fest. Wir haben diesen ganzen Wasserfall für uns. Wir sind hier ganz alleine. Und jetzt guckt euch den mal an.
irgendwie nochmal so ein Guide und der führt uns nochmal hier durch den ganzen Wasserfall. Hier geht's jetzt lang. Und das alles in Flipflops, wollte ich nur mal sagen. Leute, ich glaube, das war einfach das krasseste Ereignis, was wir seit 4 Monaten Weltreise erlebt haben. Einfach, weißt du, wir fahren so zu einem Wasserfall hin, den wir irgendwann mal so auf TikTok aufgeschnappt haben. Fahren dann mit dem Navi hierher. Das Navi fährt uns erstmal komplett falsch. Dann fragen wir uns hier so durch, bis wir dann einfach nach dem Gefühl gefahren sind dann irgendwie auf so einem Bauernfeld gelandet, durch Wald und Wiese gelaufen, waren dann vor diesem monströsen Wasserfall. Also wirklich, Leute, das war einfach krank. Haben da erstmal eine richtig schöne Foto- und Videosession gemacht. Und dann kam ja so einer von dort und meinte, ja komm, ich zeige euch noch mehr. Klingt ja total so gar nicht gut, aber die sind da halt die ganze Zeit alle am Rumlaufen und dann sind wir mit ihm mitgegangen. Der hat uns Orte gezeigt für diesen Wasserfall, Aussichtsplattform. Also ihr habt ja gerade vielleicht gesehen, aber ich hätte mir gewünscht, dass wir eine Bodycam beide hatten, weil wir mussten so krass klettern. Also das ist auf jeden Fall nichts für Leute, die viel irgendwie zittern und Angst haben und nicht so Klettermäuse sind. Man muss ein bisschen klettern. Was heißt bisschen? Man muss ganz schön klettern. Also für jeden, was sagst du? War toll. Vor allem, Leute, wir haben einfach nur Flipflops an und guckt euch mal bitte an, wie wir aussehen. Ne? Ich habe jetzt schon was anderes wieder angezogen, weil wir komplett nass waren. Alles war Schlamm, wir hatten fast ganzes Schlammbad. Ihr wollt nicht unsere Kamera sehen. Ey, aber es hat sich gelohnt. Ich werde das meinen Enkelkindern noch irgendwann erzählen. Das war wirklich crazy. Also Elephant Waterfalls in Vietnam, in Dalat, merken. Unbedingt hingehen. Und das ist übrigens direkt daneben eine Buddha-Statue. Also da unten ist der Wasserfall und dann sind wir gerade hier so hinter hochgefahren und dann kommt man da an der Straße, parkt hier und kann dann hier noch in den Tempel rein. Wir gehen jetzt nicht in den Tempel rein, wir machen jetzt hier, gucken uns das von außen an, machen ein paar Fotos und dann suchen wir uns endlich mal was zu essen, weil wir haben es jetzt 14:35 Uhr, schon mehr als Tee und Kaffee haben wir noch nicht in unserem Magen und Jenny hat auch richtig Durst, weil sie leider ihre tolle Trinkflasche vergessen hat, die übrigens ein Lifehack ist. Also Leute, immer in der Beschreibung nachschauen, Amazon Storefront, da könnt ihr alles nachkaufen. Wir haben endlich was zu essen und zu trinken gefunden, Leute. Ich habe hier Gemüse mit Rindfleisch und Reis dazu und Jenny hat Reis und Barbecue, Spieße. Und dazu gibt es einen Eistee und einen Ausblick aufs Grüne. Es ist so schön hier, Leute. Also wirklich 100%ige Empfehlung. Wir fahren jetzt wieder zum Hostel. Unser Akku von der GoPro ist jetzt auch schon leer. Unsere Speicher sind voll, wir leben am Limit. Aber das besiegeln wir jetzt mit einem dreifachen Hex. Nee, du musst das Ganze Okay. Liebe Schwestern, herzlich willkommen auf dem Blocksberg zur alljährlichen Walpurgisnacht. Um dies zu besiegeln, darauf geben wir jetzt ein dreifaches Hex. Guten Morgen, Freunde. Ja, neuer Tag, neue Fahrt. Wir sind heute wieder unterwegs. Wir gehen jetzt einmal in die Stadt, denn wir wollen ein bisschen unsere Spitzen schneiden und dann nochmal spazieren gehen. Da kommt sie auch schon. Ready? Ready, steady, go.
So, wir sind Guess what? Wir sind im Friseursalon. Ja. Wir haben es seit der Türkei geplant, also seit September. Und jetzt haben wir es geschafft im Dezember. Wir wollen ja für Weihnachten ein bisschen hübscher aussehen, ne? Genau. Let's go. Ich komme. To the Salon. So, Freunde, in Deutschland gibt es Wasser und Kaffee. Hier kriegst du einfach einen Joghurt. Auch mal geil. Na? Homemade. Bei ihr geht's schon los mit der Schneiderei und bei mir muss noch gekämpft werden. So, jetzt kommt alles ab. Ich sag nur eins, Glatze. Bei Ihnen gibt es jetzt eine Glatze. Ja, hoffnungsloser Fall. Hi, wir sind. Ich weiß, ihr erkennt uns nicht mehr. Nein, wir haben ja nur Spitzen geschnitten. Also bei mir war es ja vorher bis hier. Ein Stück ab. Bei dir war es auch bis hier. Ist auch so ein Stück ab. Und die Haare sind endlich wieder gesund. Wir sind happy. Fühlt Und sich richtig fluffig und ja, richtig weich. soft. Einfach ein tolles Gefühl. Frisch vom Friseur. Wir gucken mal, wo wir jetzt hinfahren, ne? Genau. Bis gleich. Freunde. Oh, sorry. Ihr haut hier immer jeden in die Fresse. Wir sind jetzt nochmal in eine Mall gefahren. Genau, wir sind jetzt in einer Mall, gucken hier so ein bisschen uns um, was es hier so gibt. Und ja, Vielleicht essen wir eine Pho. Das ist ja das Nationalgericht. berühmte Nationalgericht hier aus Vietnam. Das ist ja so wie eine Nudelsuppe. mit Einlage, Fleischeinlage, Oder mit Gemüse. Tofu oder Gemüse. Und Jenny hat es noch gar nicht gegessen. Nee. Deswegen sollten wir das vielleicht mal tun, ne? Ein Must-Do auf jeden Fall. Und Banh Mi. Banh Mi. Banh Mi. My Banh Mi. Nein, Would also, you be my Banh Mi? Okay. genau. Hier gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viele Winterjacken. Alles, was wir nicht brauchen. Ey, aber die ist voll nice. Würde ich mir holen. So, wir essen jetzt Pho. Und die ist am Handy beschäftigt. Die Oh Maus. ja, übertreib. Das ist jetzt Suppe mit Rindfleisch und hier gibt es noch Salat, Limetten und was Scharfes dazu. Guten Hunger. Appetit. So, Freunde, nach der Mall sind wir dann wieder ins Hostel gefahren und haben hier ein bisschen mit den Leuten gechillt und uns ein bisschen connected, war richtig cool. Und jetzt gehen wir ins Bett, denn morgen geht es für uns weiter nach Mui Ne, auch wieder mit einem Bus. Hey Friends, willkommen auf unserer letzten Destination in Mui Ne. Ja genau, das ist ja auch so das Ende unserer Vietnam-Reise. Wir sind gestern Abend ja hier mit dem Bus angekommen. Deshalb haben wir auch dann einfach die Kamera im Zimmer gelassen, weil wir einfach nur den Abend ausklingen lassen haben. Also es war einfach ganz gechillt hier. Es ist ein richtig geiles Backpacker-Resort mit Pool und Blick aufs Meer direkt hier am Strand. Das ist richtig, richtig toll. Und allgemein die ganzen Unterkünfte in Vietnam waren einfach so krass. Also wir haben hier teilweise für 1 Euro pro Nacht übernachtet. Es war sauber, es war einfach perfekt. Und ich frage mich, wie. Also was wir hier an Unterkünften erlebt haben, ist auf jeden Fall richtig krass. Und das Land ist auch einfach super vielseitig und wunderschön. Also alle sind auch super freundlich. Ich glaube, das ist auch einfach das Ding, wenn man nicht mit Erwartungen in ein Land reist, dann kann man eigentlich nur Entweder enttäuscht werden Ja. oder ja, so wie wir richtig überrascht werden. positiv, ja. Also es hat uns richtig angetan, ne? Es war halt richtig cool. Wir haben richtig viele coole Sachen gemacht. Zum Beispiel haben wir einen richtig tollen Wasserfall besichtigt und haben richtig schöne Strände gesehen.
waren eigentlich echt in vielen Orten dafür, dass wir nur 2 Wochen Zeit hatten. Und ja, haben richtig viele Leute kennengelernt. Ja, war richtig cool. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ich glaube, Vietnam ist ein richtig cooles Land zum Backpacking. Ja, leider fehlt uns natürlich der Norden. Aber wir konnten den jetzt nicht bereisen, dadurch, dass es leider deutlich kälter gerade im Norden ist. Und wie ihr wisst, haben wir nur Sommersachen mit. Aber wir werden irgendwann nochmal wiederkommen. Und das ist auch gut so, wenn man irgendwas noch offen lässt, dann hat man nochmal einen Grund, wieder hierher zu kommen. Genau. Und ja, also wir bereuen es nicht. Wir haben jetzt den Süden einfach mal abgeklappert. Als nächstes ist der Norden dran. Wann das ist, das wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt ready für Weihnachten, für Silvester in Singapur. Also ich habe richtig Bock. Es wird, glaube ich, eine richtig coole Erfahrung. Und ja, wir chillen jetzt hier noch 2 Tage und dann geht's ab nach Singapur. Bis dann!